Was schätzen Sie besonders an Tutorials und warum befürworten Sie deren Verbreitung in Deutschland? Die Tutorials sind das, was ich vor Augen hatte, als ich von sorgfältig konstruierten Lehrmaterialien gesprochen habe, gerade auch im Zusammenhang mit Fehlvorstellungen. Es sind Materialien, die Studierenden in die Lage zu versetzen, schrittweise ihre Gedanken zu überprüfen, zu schauen, ob Vorstellungen, die sie haben, möglicherweise nicht konsistent sind oder mit irgendwelchen Beobachtungen im Konflikt stehen, oder sich schrittweise Dinge konstruktiv erarbeiten, also Begriffe miteinander in Beziehung setzen und dabei ihr Verständnis von einem Fachgebiet, sei es Physik oder Elektrotechnik oder Mechanik, vertiefen. Was gilt es beim sokratischen Dialog zu beachten? Also ein wesentlicher Punkt beim sokratischen Dialog ist, dass die Studierenden bereit sind, sich frei zu äußern, wirklich zu sagen, was sie denken und nicht versuchen, das zu sagen, was sie glauben, die Dozentin oder der Dozent hören möchten. Das heißt dann auch, dass wir Fragen so stellen müssen, dass man nicht aus dem Unterton oder der Art, wie die Frage gestellt ist, schon heraushört, was eigentlich als Antwort gewünscht ist, dass sie wirklich offen ist. Häufig fragen wir, woher wissen Sie, dass das so ist, wie Sie es gerade erklärt haben? Welche Begründungen haben Sie dafür? Können Sie sich auf irgendwelche Beobachtungen beziehen, um das zu unterstützen? Oder wie hängt das, worum es gerade geht, mit früheren Dingen, mit Konzepten, die wir schon diskutiert haben, zusammen? Können Sie ein Erfolgserlebnis mit Tutorials in Ihrer Lehre beschreiben? Zunächst erinnere ich mich an Situationen, zum Beispiel in einer Sprechstunde, wo Studierende zu mir kamen und im Laufe des Gesprächs, sie hatten einfach nur zu einer Aufgabe eine konkrete Frage gestellt, aber im Laufe des Gesprächs deutlich wurde, dass ihre Vorstellung, was der Begriff Phasenverschiebung, Phasenbeziehung der Elektrotechnik bei Wechselstromschaltungen bedeutet, eine ganz andere Vorstellung ist als die der wissenschaftlichen Sichtweise entspricht. Und das haben wir sozusagen genutzt, um ein Tutorial zu konstruieren, in dem dieses Verständnis erarbeitet wird. Und es ist jetzt tatsächlich relativ häufig, also gar keine seltene Situation, dass Studierende, wenn sie dieses Tutorial arbeiten, dass deutlich wird, dass die Studierenden eigentlich genau diese gleiche nicht richtige Vorstellung hatten und dass sie mit Hilfe der sorgfältig konstruierten Fragen, der Situationen, die in einer wohldurchdachten Reihenfolge behandelt werden, dann zu einem Verständnis gelangen, was das ist, was wir uns wünschen. Das ist also, wie gesagt, passiert durchaus häufig und ist dann natürlich sehr schön, das zu sehen. Aber es gibt andere Beispiele in der Mechanik, wo eben auch ganz typische Ideen, die Studierende haben, mit denen sie vorkommen, wie sich bestimmte Kräfte in Situationen vergleichen, nach Ende des Tutorials für sie völlig klar sind, ja, so und so muss es sein. Und ja, vorher hatte ich zwar gedacht, es ist anders, aber jetzt ist mir klar, warum es so ist. Das sind eben sehr schöne Momente, die man da, würde ich sagen, relativ häufig erlebt. In welchem Fach oder Kurs setzen Sie Tutorials erfolgreich ein? Ja, wir setzen die Tutorials in den Fächern Physik, Grundlagen der Elektrotechnik und technische Mechanik ein. Dort haben sie sich auch schon bewährt. Wir sind gerade dabei, solche Materialien auch für andere Fächer noch zu entwickeln, zum Beispiel in der Strömungsmechanik. Ich denke aber, dass allgemein dieser Ansatz für eine ganze Reihe von technischen Fächern sinnvoll ist und gut funktionieren kann. Vor allem Fächer, in denen nicht in erster Linie nur Dinge berechnet werden müssen, sondern wo es grundlegende Konzepte, Gesetzmäßigkeiten, Zusammenhänge gibt, die man verstehen muss. Zum Beispiel der Begriff der Kraft, der Begriff des Moments in der Mechanik,
Die Begriffe Strom oder Potential oder nicht ideale Spannungsquelle in der Elektrotechnik oder das Bernoullische Gesetz oder die Kontinuitätsgleichung in der Strömungsmechanik. Möglicherweise lässt sich diese Idee auch verwenden in ganz anderen Fächern, denn in jedem akademischen Gebiet kommt es ja darauf an, gewisse Dinge wirklich tief zu verstehen. Und dabei sollen die Tutorials helfen. Welche Faktoren sollten Lehrende bei Aufwand und Ressourcen für Tutorials bedenken? Ja, das ist eine wichtige Frage, denn Lernen braucht Zeit. Lehren braucht auch Zeit, aber Lernen vor allem braucht Zeit. Und das heißt auch, dass die Tutorials Zeit brauchen. Die Studierenden sitzen eine Dreiviertelstunde, eine Stunde, teilweise länger an so einem vierseitigen Arbeitsblatt. Aber das ist auch gut investierte Zeit. Umgekehrt heißt es aber, dass ich als Lehrperson mir überlegen muss, wo sind in meinem Fach diese essentiellen Punkte, diese Begriffe, die so wichtig sind, Zusammenhänge, die so fundamental sind, dass wenn sie in der 3. Woche drankommen und die Studierenden sie nicht wirklich verstanden haben, ich mir eigentlich den Rest des Semesters sparen kann, weil die Grundlage fehlt. Und diese zentralen Punkte muss ich identifizieren, ja, quasi für jede Woche ein. Und dann ist es ratsam, auf diese fundamentalen Punkte eben genügend Zeit zu verwenden, dass diese klar werden. Wenn das dann erreicht ist, dann können die Studierenden viele andere Dinge im Stoff, Details, Dinge, die später kommen, sich viel leichter selbst erarbeiten. Und es ist deshalb meiner Meinung nach sehr sinnvoll, gerade in diesen Anfängen besonders viel Zeit aufzuwenden, alle Studierende mitzunehmen oder nahezu alle, um dann eine Grundlage zu legen für das, was dann an vielen weiteren Dingen im Verlauf des Semesters noch kommt. Welche Ratschläge haben Sie für Lehrende, die Tutorials in ihrer Lehre einsetzen möchten? Ja, wie ich eben sagte, es ist natürlich wichtig, sich zu überlegen, welche Tutorials möchte ich einsetzen und wann, auch bei welchen Studierenden. Aber ganz wichtig ist auch dann, passende Rahmenbedingungen zu haben. Das heißt, Studierende sollten in Gruppen arbeiten. Für uns sind Vierergruppen, wenn das räumlich möglich ist, so, dass sich die Studierenden gegenüber sitzen, 2 und 2, haben sich sehr bewährt. Als Lehrperson muss ich Zugang haben zu den Studierenden in jeder Hinsicht, aber eben auch im wörtlichen Sinne. Ich muss zu dem Tisch hinkommen können, wo die arbeiten. Ich muss da zuhören können. Vielleicht mache ich das auch nicht von oben herab, sondern gehe in die Hocke, dass ich so im wörtlichen Sinne auf Augenhöhe bin mit den Studierenden. Dass die Studierenden wissen, das ist ein geschützter Raum, da können sie was sagen, da können sie Ideen ausdrücken und überprüfen, ohne dass es in irgendeiner Weise negative Folgen hat. Was dann auch noch hilft und auch didaktisch sinnvoll ist, wenn Fragen ähnlich wie die in den Tutorials irgendwo prüfungsrelevant sind. Also wenn ich in einer schriftlichen Klausur oder in einer mündlichen Prüfung eben nicht nur Studierende Rechnungen durchführen lasse zu irgendwelchen Biegebalken, sondern eben auch qualitative Fragen dazu stelle.